Ich spreche hier heute mit Holm und Laue Mitgründer und Geschäftsführer Hans-Joachim Holm und mit unserem alten Kollegen erster Stunde Volker Biss über die Entstehung des Milchtaxis. Hi ihr beiden, wie schön, dass wir uns heute unterhalten. Moin. Moin. So, 20 Jahre Milchtaxi. Wir verbinden damit eine richtig tolle Erfolgsstory hier bei uns in der Firma. Volker, du bist vor über 20 Jahren mit Kunden in Dänemark gewesen auf einer Farmtour und hast die Idee mitgebracht. Erzähl mal, wie das dazu kam. Ja, also wir sind wie jedes Jahr nicht wie jedes Jahr auf Kundenfahrt gewesen und in dem Jahr war eben Dänemark dran. Und dann haben wir dort einen Betrieb besucht, einen Milchviehbetrieb. Ja, und dort haben dann auch Kunden einen fahrbaren Tank mit einer Pumpe dran gesehen, einen sogenannten Wärmewagen. Dänisches Produkt. So, und dann kamen die Kunden halt auch auf mich zu und haben gesagt, hier Volker, sowas müsst ihr mal machen, Frau Hommelaue, so ein Milchtaxi. Ja, und da habe ich halt einfach nur aufmerksam zugehört und habe gedacht, ja, keine schlechte Idee, warum nicht, würde zu uns passen. Ja, cool. Dann Achim, du warst am Anfang gar nicht so Feuer und Flamme für die Idee. Ja, ich glaube, Volker hat das, glaube ich, so mehrmals vorgetragen. Also er kam auf mich zu und sagte, Mensch, und die Landwirte brauchen irgendwas wird die Milch mit Eimern getragen, das ist umständlich, sie brauchen irgendein Gefährt. Da war das Milchtaxi noch gar nicht geboren und ich glaube, das habe ich auch abgetan, das erste Mal. Aber Volker gesagt, ich kam ja mal wieder, ich glaube, wahrscheinlich lange gedauert. Ja, hat schon nächstes gefragt, wir brauchen irgendwas, so einen Transport. Genau. Jetzt haben Menschen, gut, das kann nicht so schlimm sein, dann nehmen wir einen Tank und machen Räder drunter und das kriegen wir einfach hin. Und das war so die Geburtsstunde, glaube ich, ne? Ja, richtig. Also Holm und Laue hatte sich ja auch irgendwo entwickelt vom eigentlich ja auch mobilen Tränkeautomat, aber über die Haltung, eben über die mobilen Haltungssysteme, Iglo Veranda und so, die ist vor dem Milchtaxi da gewesen. Und insofern brauchten die Kunden jetzt bei einer mobilen Haltung eigentlich auch eine mobile Fütterung. Ja. So, und so hat sich das, ja, so ist einfach dieser Bedarf auch irgendwo entstanden. Ja. Ja, und wie gut, ne, dass du dich dann da auch mehrmals irgendwie Ja. Zeug gelegt hast. Er wollte nicht, ne? Ja, manchmal braucht so eine Idee vielleicht ein bisschen. Ihr habt dann ganz viel Power auch in die Entwicklung des Geräts gesteckt. In den ersten 3 Jahren gab es bereits 3 unterschiedliche Modelle. Welche Schritte waren dabei? Wo lag da das Hauptaugenmerk da drauf, um das eben weiterzuentwickeln, das Gerät? Ja, es ging ja ganz einfach los. Wie gesagt, es war am Anfang ein Ersatz zum Eimerschleppen. So, und das heißt also, man hat die Milch eingekippt und hat so einen Auslaufhahn die für den Eimer untergestellt und die Milch wieder rausgeholt. Das dauert natürlich nur Tage, bis jemand es kommt und sagt, das ist aber nicht so richtig toll. Ich würde gerne einen Knopf drücken, ich will eine Pumpe haben, das soll ausdosiert werden. Ja, haben wir gesagt, das ist so schlimm ja auch nicht, dann haben wir eine Pumpe ran. Ausgeliefert, geht auch wieder nur Tage, Wochen, dass jemand sagt, am liebsten möchte ich auch genau die Menge einstellen. Ich will nicht aufpassen, wenn ein Eimer voll ist. So, dann ging das weiter, da hatten wir irgendwo eine Mengenregelung. Ich glaube, dann irgendwann kam das Rühren dazu. Genau, Mengenregelung zu Anfang irgendwo probiert mit dem Durchfluss und solchen Geschichten. Ach, alles schwierig. Dann kam das Rühren dazu, denn das Rühren gehört ja auch zum Herstellen der Milch und nicht viel später im Grunde auch eine Heizung, jedenfalls der Bedarf für eine Heizung. Ne? Genau. Ja, das klingt nach viel Entwicklungszeit. Ja. Ich habe auch mal ein paar Fotos mitgebracht von früher. Ich weiß nicht, ich glaube, das müsste eins der allerersten Modelle sein. Und hier sieht man dann schon so ein ganz klein bisschen, was man bedienen kann. Richtig. Genau. Vielleicht könnt ihr mal erklären, was das hier ist. Ja, das ist der Rücklauf wieder in den Behälter zurück. Und ich weiß gar nicht, warum das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht genau, warum wir da so eine Düse dran gebaut haben. Sollte das waschen, da ging es auch nicht drum. Das Kann ich auch nicht mehr erinnern. Das muss ich echt sagen. Das ist echt gut. Also egal, ist nicht so wichtig. Hier haben wir dann schon mal ein etwas größeres, weiß nicht, ob man es schon Display nennen will. Ja, genau. Das Bedienfeld, ne? Ja. Bedienfeld mit Temperaturanzeige, mit Pumpenstarter, mit Potentiometer, wo die Laufdauer der
der Milchpumpe eingestellt werden, konnte mit Regulierrad für die Temperatur. Im Grunde da war Hier war schon. noch kein Stellrad dran für die Menge. Guck mal, hier war das Nee. Stellrad dabei. Hier waren wir noch auf dem Trip, dass wir es ohne Prozessorsteuerung lösen wollten. Rein mit mechanischen Komponenten. Auch das wurde irgendwann gekippt. Aber probiert haben wir es zumindest mal. Ja, genau. Ja, genau. Und dann brauchten wir irgendwann mehr Platz tatsächlich, haben eine neue Produktionshalle gebaut. Oh ja. Wisst ihr noch, wann das war? Ja, wann das war, weiß ich auch nicht. Da müsste ich auch rein. Ich weiß, wie die Halle in Betrieb genommen wurde. Da hatten wir, bevor wir eingezogen sind, hatten wir noch die Landfrauen aus Nordfriesland hier zu Besuch, die dann irgendwie die Halle besichtigt haben, bevor das eigentlich so richtig gestartet ist in der Produktionshalle. Das passte gerade, das erinnere ich. 2012? Kann gut sein. Ja. Genau, aber auf jeden Fall habt ihr mit dem gesamten Team eingeweiht und offensichtlich auch mit einer Türgirlande und das war bestimmt ein nettes Event. Achim, wenn wir dann dabei sind, was bedeutete denn die Entwicklung des Milchtaxis für die Entwicklung der Firma Holm und Laue? Ja, das Milchtaxi ist ein Topseller geworden. Das Milchtaxi hat ja den Markt erobert. Wir hatten in dem Bereich, gab es auch zu der Zeit keine guten Lösungen. Das war also ein ziemlich weißes Blatt Papier. So, und das haben wir erkannt, das haben in der Hand auch viele andere Firmen erkannt. Aber zumindest haben wir da einen gewissen Vorsprung gehabt und haben auch relativ schnell Entwicklungspower reingesteckt. Haben das Potenzial gesehen. Wir haben durch Volker und sein Team damals haben wir doch viele Anregungen bekommen zur Praxis von Händlern, von Landwirten, von Mitarbeitern. Und haben jedes Mal auch progressiv gesagt, ja, ist gut. Also nicht wie am Anfang, nein, da habe ich ja gesagt. Brauchen wir, bis wir haben. Und wir haben gesehen, dass mit jedem Feature, wir waren ja auf den Messen, wir haben jetzt gesehen, wonach Landwirte fragten und was ganz schnell klar, wo der Markt hingeht. Und das war eigentlich auch ein Vorteil, dass wir relativ nah an den Kunden waren. Auch durch unseren Vertrieb Schleswig-Holstein, durch den Service direkt, da waren immer Impulse Landwirte. So, und das hat die Entwicklung auch schon beschleunigt, ne? Da schnell. Genau, man hört von seinen Kunden, direkt vom Kunden, nicht irgendwie vermischt über den Händler, der noch dazwischen sitzt oder dass da irgendwas verloren geht, sondern man direkt dran am Kunden. Ich erinnere, dass wir hatten ein Milchtaxi geliefert, das war eigentlich nur ein kleines Milchtaxi, ein 80 Liter Milchtaxi, an Kunden im Angelita-Raum. Und da auf vielen Betrieben machte die Frau die Kälberfütterung und sie beschwerte sich, dass es einfach zu schwer zu schieben wäre. Sie musste eine kleine Rampe hoch, irgendwie so, das war ein echtes Problem, ne? Ob wir da nicht einen Antrieb ranbauen können. Und da habe ich gesagt, nee, ich sag beim besten Willen, aber das wird wahrscheinlich technisch nicht machbar sein. Also dann Antrieb und natürlich hat man dann diese Anfrage in die Firma gebracht und gesagt, ja, also die braucht eigentlich einen Antrieb da. Ich weiß nicht, irgendwie, das was. Und dann, nachher gab es einen Antrieb, ne? Ja, also der Markt, den Kunden haben sich ja auch verändert. Also auf den Messen, die ersten Geräte, ich glaube, die waren unter 3.000 €. Und da haben wir Schirmtür bekommen vom Landwirt. Weshalb wir so viel Geld verlangen können, für so einen Tank mit ein paar Rädern runter. Da gab es richtig Beschimpfung. So, und mit jedem technischen Aufwand und mit jeder technischen Option war es natürlich teurer. Und die schimpfen wurde immer weniger. Die Kunden haben ja gesehen, was das Taxi, wie viele Stunden es gebraucht wird am Tag, wie viel Liter man im Jahr damit pumpt. Und ganz, ganz schnell war das nicht mehr wegzudenken. Ja. Und die haben dann gesagt, das wird so viel benutzt, das kann auch gern 1.000 € mehr kosten. Hauptsache, das bringt mehr. Das ging ganz schnell. Das war eine Entwicklung, das hat keine 4, 5 Jahre gedauert. Da haben sich auch die Kunden komplett geändert. So, und das ging so einher auch mit unserer Entwicklung. Also wie gesagt, wir waren immer eng am Kunden dran und haben so gefühlt, geht noch mehr, geht noch weiter. Also der Fahrantrieb tatsächlich, der war der Elan. Ich erinnere das zu Anfang an, dass dann auf den Markt kam, war irgendwie gut 1.000 € oder sowas. Aber das war kein Thema. Das war kein Thema, weil es eben auch, weil es eine große Erleichterung war, ne? Ja. Dass das Ding alleine fährt. Ja. Dass man im Grunde lenken muss, aber nicht mehr schieben muss.
So, und da ist der Kunde dann auch wirklich bereit, dann auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Ja, große Erleichterung. Genau, Thema Entwicklung. Also das Milchtaxi, das kann ja heute so viel, ne? Da ist ja so viel Gehirnschmalz auch reingeflossen, ob es zum Beispiel jetzt individuell pro Kalb ausdosiert oder richtiges Mischungsverhältnis MRT berechnet und so weiter. Achim, was würdest du sagen? Ist das Produkt jetzt auserzählt? Ist das fertig oder kommt da noch was? Also ich kann doof sagen, der Produkt ist nie fertig. Es kommt mal was, natürlich, das geht weiter und die Automatisierung geht weiter und die Möglichkeiten für uns in der Entwicklung, die steigern jedes Jahr. Also wir haben noch genügend Ideen, ja. Aber vielleicht sind die Schritte kleiner. Milchtaxi ist heute ja auch ein feststehender Begriff. Wer ist da drauf gekommen? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind, wie gesagt, angefangen mit dem Tang auf Rädern. Ich glaube, das hatte am Anfang gar keinen Namen bei uns oder Tang oder wie wir es genannt haben. So im Entwicklungsprozess war der Name noch gar nicht richtig griffig. Und irgendwann aber haben wir gemerkt, ja, wir brauchen einen Namen dafür, auch für unsere interne Kommunikation. Und da haben wir viel hinhergegrübelt. Und ich kann mich erinnern, dass Volker irgendwann ein Taxi aufbrachte. So, und da haben wir damals, ja gut, ist einer von vielen möglichen Begriffen. Aber heute muss man sagen, es ist irgendwie genial. Es ist irgendwie ein Begriff in der Landwirtschaft, ja, fast die Tempo in der Gesellschaft. Milchtaxi, weiß ich, das mit gemeint ist. Und die Initialzündung für den Begriff, die kam von Volker. Das ist auf jeden Fall. Ja, also eigentlich nur wieder Kunden zuhören. Eigentlich kam es von Kunden. Ach so. Okay. So, und die haben dann tatsächlich irgendwo dann mal dieses Wort fallen lassen und man hat denen zugehört. Im ersten Moment habe ich gedacht, was will er von mir für ein Ding? Milchtaxi, so. Und aber eben aufgeschnappt und ich persönlich fand diesen Begriff von vornherein total cool, weil es einfach dieses Gerät so toll beschreibt. Ne? Es taxelt Milch hin und her. So. Das ist ein klasse Wort, der genau das umschreibt, was das Ding macht und ist dann sogar noch in verschiedene Sprachen oder gerade ins Englische super gut zu übersetzen mit Milchtaxi und das passt einfach. Ne? Ja. Also von daher war das ein genialer Moment. Ja, aber eigentlich auch nicht. Ich habe es vielleicht einfach noch wieder hier in die Firma getragen, ja, aber eigentlich kommt es vom Kunden. Ne? Wir sagen aber nicht von wem. Nee, okay. Nein, aber es ist ja wirklich immer gut. Es spricht ja auch sehr für uns, dass wir das Ohr immer am Kunden haben. Also, Man braucht ja schon ein bisschen auch Glück, also auch in der Entwicklung, auch mit den Botschaften aus dem Markt, mit dem Namen, mit der Entwicklung. Also so ein Produkt, was es richtig rund ist und auch so viele Jahre dann entwickelt wurde und immer besser wird, da wirken viele mit. Und ich glaube, das Milchtaxi hat so in seiner Karriere viele gute Bauherren und Unterstützer gehabt. ja. So, und das ist dann auch umgesetzt worden von unseren Mitarbeitern. Und ja, wie gesagt, heute ist Milchtaxi nicht mehr wegzudenken in vielen Betrieben. Ne? Ja. Genau. Das ist überall vor Ort. Überall wird vor Ort so die Kälber gefüttert. Ist einfach, die ganze Kälberhaltung hat sich verändert durch diese 4-wöchige Phase, wo Kälber, ich sag mal, auch die männlichen Kälber auf den Betrieben verbleiben und da schon die Notwendigkeit da ist. Und also das ist schon eine Entwicklung irgendwie ein fester Bestandteil der Entwicklung im Kälberfütterungsbereich, so ein Milchtaxi. Ne? Ja, ganz bestimmt. Und auch dadurch, dass die Betriebe ja immer größer werden, tendenziell, haben wir natürlich inzwischen auch ganz verschiedene Größen, rauf bis zu 400 Liter. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? So viele Tiere dann mit einem Schwung sozusagen zu versorgen. Da braucht man schon große Geräte zum Teil. Ja, genau. 400 Liter ist das, was wir bauen. Und über die Dosing-Unit haben die Händler auch die Möglichkeit bis 1000 oder 2000 Liter. Da haben wir auch einige Kunden, die in der Größe, aber die haben sich den Tank da halt selbst auf ein Trägerfahrzeug montiert und haben eigentlich nur unsere Dosiertechnik dann im Ganzen. Ja. Insofern ist das schon sehr variabel, ist auf den Betrieben schnell eingeführt, ist fast selbsterklärend, intuitiv bedienbar. Genau. Und das lieben natürlich auch die Betriebsleiter, dass ein Gerät ist, wo man nicht nur lange einen Kurs machen muss. Das
Ne? Steckst in Strom und kippst Wasser, Milch rein, los geht's. Ne? Genau, das glaube ich ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei dem Milchtaxi, dass es immer irgendwie einfach gehalten bleiben muss, damit im Grunde jeder das Ding bedienen kann. Ne? Ja, ja. So, und wenn dann noch für das dann nachher im weiteren Jahr noch nachher weitergegangen ist mit der Mischgenauigkeit, sage ich mal, mit der Milchmischgenauigkeit und so weiter, dass man da auch sozusagen Anleitungen erhält, wie viel man jetzt von was reinkippen soll, damit es dann wirklich auch immer irgendwie alles gleich bleibt, egal welcher Benutzer das Milchtaxi im Moment gerade ja, benutzt, dann ist das eine klasse Sache. Ne? Ja. Ja, heute haben wir eher noch ein weiteres Problem, dass das Milchtaxi so variabel ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch den Kunden nicht überfrachten. Es gibt eben Kunden, die wollen das einfache Geld, die wollen das alles gar nicht. Und es gibt eben viele Kunden, die wollen schon ein bisschen mehr. Dieses Gerät soll für alle irgendwie universell bleiben. Wir wollen nicht zu viele Varianten generieren. Von daher ist das jetzt auch für uns so in der Entwicklung die Frage, wie kriegen wir das so abgestimmt, dass das simpel einfach bleibt, aber auch die Ansprüche des Profis genügt. Ja. Mit Erkennung von Kälbern automatisch und was da alles noch möglich ist. So, den Balanceakt, den müssen jetzt entwickeln. Ne? Deshalb sehe ich, lass uns da verfransen. Ne? Ja. Das ist jetzt entwickelt, ne? Das war niemals so geplant. Nee. Nee, eigentlich wollten wir nur ein bisschen ein Gerät bauen für meine Diplomarbeit. So ging es mal los, ne? Ja, genau. Und am Ende hast du eine Firma an der Backe. Ja, genau, das habe ich nie gelernt und auch gar nicht so beabsichtigt. Wir wollten einfach nur ein gutes Gerät bauen, was gut hinhaut. Und der kam danach. Ne? Und wenn irgendjemand sagt, den Wunsch, das würde ich gerne kaufen. Und die sagt, das könnte besser. Und ja, so ist die Firma entstanden, aber am ersten Tag war das gar nicht geplant. Auch mit allem, was nachher dazugehört. Ne? Wenn du dann erst eine Firma bist, dann läuft das mal ein bisschen runter und mal nicht. Ne? Das ist ja auch unterschiedlich. Dann gab das immer irgendwie eine Saison, gab immer irgendwie eine schwierige Zeit. Auch im Frühjahr war jedes Jahr wieder so. Waren immer irgendwie schwierige Zeiten, wo man auch als Mitarbeiter gedacht hat, hoffentlich geht das alles so weitersehen. Ne? Und wie sich so eine Firma dann halt doch irgendwie weiterentwickelt. Ist natürlich stabiler, je mehr man dann eben auch nach Ausland verkauft, ne? Genau. Wahrscheinlich, weil da saisonal dann nicht so die Abweichungen sind. Ein Schnitt. Genau. Und natürlich waren auch damals deutlich mehr Landwirte, Ja. so in Schleswig-Holstein, und da war ein großes Potenzial. Das hat sich zwischen ja halbiert oder gedrittelt. Ja. Aber natürlich viele von den Kleinbauern von damals sich nie was Milchtaxi gekauft hätten. Sondern heute haben alle Betriebe eine Größe, ich glaube in 540 Betrieben in Holstein, dass jeder ein potenzieller Milchtaxi und auch Trenntür machen konnte. Ja. Das war damals nicht so. Ja. Und dann natürlich, was da recht, die ganze Internationalisierung hat uns beide gemacht. Genau. Hat uns auch breitere Füße gestellt und wir sind dann klein geblieben und haben immer dann nur das gebaut, was wir wirklich brauchten. Haben immer vorsichtig gewirtschaftet, hatten Glück mit dem Resthof hier, hatten Glück, dass Familie Laue uns stark unterstützt hat in der Gründerzeit. Ja, also wie gesagt, das ist vieles Gutes angekommen. Das ist dann auch alles Platten. Ich erinnere das auch so, die erste Zeit, wie dann Hommel, ich sag mal, international wurde, wie Dänemark irgendwie als Vertriebsgebiet eine Firma Calvex, die dazugekommen ist, war ein großer Schritt. Mal wurde ja Englisch gesprochen in der Firma. Ne? Und dann hatten wir auf einmal zu tun mit BSE. Das war ein riesen Einschnitt. Ja. Dass die Kunden ja im Grunde nicht wussten, ob sie übermorgen noch Kühe haben, ne? Weil da irgendwie das passieren konnte, dass da auf dem Betrieb BSE festgestellt wird. So, und da tut sich der Kunde, tut sich der Landwirt dann auch schwierig, da noch viel zu investieren. Also das war eine ganz maue Zeit und das war genau der Zeitpunkt, wie die Franzosen irgendwie dazu kamen. Und das Baumwollaue dadurch wieder ein bisschen stabiler machten, dadurch, dass Frankreich als Vertriebsgebiet dazu kam. Da kam in jeden
Tränkeautomaten kam der Buddel Korn mit rein. Ne? So, als Anreiz. Das war der Deal. Damit war der Deal, genau. So, der Anreiz. Und dann ging das weiter. Und da wurden die blauen blaue Tränkeautomaten gebaut für Frankreich. Ja, ja. Ja. Ja, irre, was für Zeiten man da schon so hinter sich hat. Ja, das ist so, ne? Ja. Das ist immer ein bisschen. Genau, war nicht immer alles rosarot, ne? Das Nö, denkt man denn so, ne? Wenn man dann im Nachgang so guckt, ne, wo ist die Firma abgeblieben, aber das ist natürlich irgendwie ist das alles ein Prozess, ist ein Ja. Weg, ne? Ja. Ja. Ja, logisch, ist ja auch normal so. Ja. Das Leben ist so, ne? Kein Leben verläuft immer nur nach oben, auch nicht das eines Betriebs. Nee, genau. Ja, super. Vielen Dank. Das war total spannend, mit euch mal über das Milchtaxi zu reden. Und wir sind gespannt, was da noch so kommt in den nächsten Jahren. Ja, super, Dankeschön.